Hallo! Heute geht es um ein Thema aus dem Alltag. Warum nehmen viele Deutsche ihr Essen mit? Du hörst einfache Gespräche und lernst neue Wörter. Abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. In Deutschland nehmen viele Leute ihr Essen mit zur Arbeit oder zur Schule. Ich sehe oft Menschen mit Brotdosen oder kleinen Boxen. Das ist ganz normal hier. Ja, das stimmt. Ich mache das auch fast jeden Tag. Am Morgen bereite ich ein Brot vor und packe es ein. Das ist praktisch und spart Zeit in der Pause. In vielen Firmen gibt es keine Kantine oder das Essen dort ist sehr teuer. Da ist es besser, wenn man etwas von zu Hause mitnimmt. In der Schule ist es ähnlich. Viele Kinder bekommen ein Pausenbrot von den Eltern. Manchmal gibt es einen Kiosk, aber das Essen dort ist oft süß oder fettig. Meine Tochter nimmt immer ein belegtes Brot, ein paar Apfelstücke und manchmal auch Gemüse mit. Sie freut sich immer auf ihr Pausenbrot. Ich nehme oft ein Brot mit Käse oder Wurst mit. Manchmal packe ich auch ein hart gekochtes Ei oder ein Stück Gurke dazu. Früher habe ich oft nichts mitgenommen. Dann hatte ich in der Pause Hunger und habe schnell etwas beim Bäcker gekauft. Das war nicht immer lecker. Das kenne ich auch, aber irgendwann habe ich gemerkt, es ist besser, wenn ich morgens ein bisschen Zeit habe. Dann kann ich mir ein Brot machen und es einpacken. Viele Leute stehen extra ein paar Minuten früher auf. Sie bereiten Brote für sich und die Kinder vor. Es gibt viele kleine Boxen, die man gut in die Tasche legen kann. Diese Boxen sind wirklich praktisch. Das Brot bleibt frisch und das Obst wird nicht matschig oder braun. Ich sehe oft Leute im Bus oder in der Bahn, die ihr Frühstück essen. Das ist hier ganz normal. Niemand findet das komisch. Viele essen unterwegs, weil sie morgens zu Hause keinen Hunger haben oder keine Zeit. Dann essen sie später in der Schule oder im Büro. Manche Kollegen machen sich am Arbeitsplatz einen Tee oder Kaffee und essen dann ihr mitgebrachtes Frühstück. Im Büro sitzen wir manchmal zusammen und essen unsere Brote. Das ist schön, weil man ein bisschen reden kann. Ich finde das auch nett. So startet man gemeinsam in den Tag und hat gleich gute Laune. Für viele gehört das Essen von zu Hause einfach zum Alltag. Man weiß, was man dabei hat und muss nicht suchen, wo man etwas kaufen kann. Es geht auch schneller. Man muss nicht rausgehen und kann die Pause gleich genießen. Viele Deutsche machen das schon als Kind. Sie nehmen Essen mit in die Schule. Später machen sie das weiter, wenn sie arbeiten. Es ist wie ein kleines Stück von zu Hause, auch wenn man unterwegs ist. Und man weiß, das Essen schmeckt so, wie man es mag. Ich finde das sehr praktisch und man kann jeden Tag etwas anderes mitnehmen. Es gibt viele Möglichkeiten, was man einpacken kann. Manche nehmen Brot, andere Obst oder Gemüse. Ja, und so wird es nie langweilig. Wenn ich an Essen zum Mitnehmen denke, denke ich zuerst an belegte Brote. Die sind in Deutschland wirklich sehr beliebt. Fast jeder kennt das klassische Pausenbrot. Ja, das stimmt. Ein belegtes Brot geht immer. Viele nehmen ein Brot mit Butter, Käse oder Wurst. Manche mögen auch Salami oder Schinken. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich mag gern ein Brot mit Frischkäse und Gurkenscheiben. Das ist frisch und schmeckt gut. Manchmal mache ich auch Tomaten drauf oder ein paar Radieschen. Ich esse oft ein Brötchen mit Käse und Salat. Das ist schnell gemacht. Viele nehmen auch Paprika oder Karotten in kleinen Stücken mit. Das passt gut als Snack. Obst ist auch sehr beliebt. Viele schneiden einen Apfel oder nehmen Trauben mit. Bananen sind praktisch, weil man sie nicht schneiden muss.
Manche nehmen auch Joghurt mit. Das ist lecker und macht satt. Ich mache manchmal ein bisschen Müsli in den Joghurt. Dann habe ich gleich ein kleines Frühstück. Es gibt auch kleine Snacks wie Nüsse. Das kann man gut in einer kleinen Dose mitnehmen. Sie machen nicht viel Dreck und geben Energie für den Tag. Manche nehmen ein gekochtes Ei mit. Das ist einfach und schmeckt gut. Ich mag auch kleine Tomaten oder ein paar Stücke Käse als Snack für zwischendurch. Für Kinder gibt es oft bunte Brotdosen. Da ist das Brot, ein bisschen Obst und vielleicht ein kleiner Keks drin. So haben sie in der Pause immer etwas Leckeres. Ich sehe auch viele Leute mit Wraps oder kleinen Sandwiches. Das ist wie ein belegtes Brot, aber ein bisschen moderner. Man kann sie gut rollen und mitnehmen. Manche machen sich auch einen kleinen Salat für die Arbeit. Sie nehmen Tomaten, Gurke, Mais und vielleicht ein bisschen Käse. Das ist frisch und leicht. Es gibt auch Reiswaffeln oder Knäckebrot als Snack. Die sind knusprig und machen nicht so schnell satt wie ein großes Brot. Viele essen das gern am Nachmittag. In Deutschland gibt es viele Sorten Brot. Deshalb gibt es auch viele verschiedene Brote zum Mitnehmen. Vollkornbrot, Mischbrot, Weißbrot. Jeder hat seinen Favoriten. Ich mag am liebsten Vollkornbrot. Das macht lange satt. Aber manchmal nehme ich auch ein Brötchen mit, besonders wenn ich wenig Zeit habe. Manchmal mache ich auch ein süßes Brot, zum Beispiel mit Marmelade oder Honig. Das ist gut, wenn ich Lust auf etwas Süßes habe. Viele trinken dazu einen Kaffee, Tee oder Saft. Das gehört für viele einfach dazu, besonders am Morgen. Ich finde es schön, dass jeder sein Essen so machen kann, wie er es mag. Man kann immer wieder etwas Neues ausprobieren. Ja, und es ist praktisch. Man weiß, was drin ist und kann das Essen gut transportieren. So hat man immer einen kleinen Snack dabei, wenn man Hunger bekommt. Belegte Brote und kleine Snacks sind ein Teil vom Alltag in Deutschland. Sie sind einfach, lecker und machen satt. Genau, und sie passen gut in die Tasche oder den Rucksack. So kann man überall schnell etwas essen, wenn man Hunger hat. Viele nehmen ihr Essen mit, weil sie Geld sparen wollen. In der Stadt ist das Essen oft teuer. Ein belegtes Brötchen beim Bäcker kostet schnell 3 oder 4 Euro. Ja, das stimmt. Wenn man jeden Tag etwas kauft, wird das richtig teuer. Ich rechne manchmal aus, wie viel ich in einer Woche spare, wenn ich mein Essen von zu Hause mitnehme. Ich finde auch, dass man zu Hause besser planen kann. Man kauft gezielt ein und weiß, was man braucht. So wirft man weniger Essen weg und spart noch mehr Geld. Außerdem kann man zu Hause gesünder essen. Beim Bäcker oder im Supermarkt gibt es oft nur süße Teilchen oder fettige Snacks. Das ist nicht so gut für den Körper. Ich mache mir gern ein Brot mit Gemüse oder nehme Obst mit. So weiß ich genau, was drin ist. Ich kann auch weniger Salz oder Zucker nehmen, wenn ich das möchte. Viele Leute achten heute mehr auf ihre Gesundheit. Sie nehmen zum Beispiel Vollkornbrot oder machen Salat für die Arbeit. Das macht lange satt und gibt Energie für den Tag. Früher habe ich oft unterwegs etwas gekauft. Das war meistens ein Croissant oder ein Schokoriegel. Jetzt mache ich mir morgens ein belegtes Brot und nehme einen Apfel mit. Ich mache das auch so. Manchmal koche ich am Abend mehr und nehme am nächsten Tag die Reste mit. So habe ich gleich ein Mittagessen und muss nichts wegwerfen. Es ist auch gut, wenn man Allergien hat oder etwas nicht verträgt. Man kann das Essen zu Hause selbst machen und weiß, was drin ist. Viele Eltern machen für ihre Kinder Brotdosen mit gesunden Sachen. Da ist dann ein Brot, Obst und manchmal ein Joghurt drin. So lernen Kinder schon früh, was gut für sie ist.
Ich finde es praktisch, dass man kleine Portionen machen kann. Wenn ich nicht so viel Hunger habe, nehme ich nur einen Snack mit. Wenn ich mehr brauche, mache ich ein größeres Brot. Man kann das Essen auch schön anrichten. Manche schneiden das Obst klein oder machen das Brot bunt mit Tomaten, Paprika oder Salat. Das sieht lecker aus und macht Spaß beim Essen. Viele sagen auch, dass sie sich besser fühlen, wenn sie gesünder essen. Sie sind nicht so müde und haben mehr Kraft für den Tag. Ich merke das auch. Wenn ich gesund esse, habe ich weniger Hunger auf Süßes oder Fastfood. Das ist gut für meinen Tag. Manchmal nehme ich auch Wasser oder Tee mit. Das ist billiger als ein Getränk vom Kiosk und meistens auch gesünder. Ich habe immer eine kleine Flasche Wasser dabei. Das spart Geld und ich muss nicht extra etwas kaufen. Ich benutze schon lange eine Lunchbox. Früher habe ich mein Brot nur in Papier gewickelt, aber mit einer Box bleibt alles länger frisch. Ich finde das viel besser. Ich hatte als Kind immer eine Brotdose für die Schule. Da war ein belegtes Brot, ein Apfel und manchmal ein kleiner Joghurt drin. Heute nehme ich meine Lunchbox mit zur Arbeit. Zu Hause haben wir viele verschiedene Boxen. Manche sind klein für Snacks, andere sind groß für ein ganzes Mittagessen. Ich mag es, wenn ich mein Essen gut trennen kann, zum Beispiel Brot und Obst. Ich finde das auch praktisch. Mein Lieblingsessen für die Lunchbox ist ein Vollkornbrot mit Käse, dazu ein paar Tomaten und Nüsse. Das hält lange satt und schmeckt immer gut. Am Anfang habe ich oft vergessen, die Lunchbox zu waschen. Dann hat sie manchmal ein bisschen gerochen. Jetzt spüle ich sie immer gleich nach dem Essen aus. Das ist viel besser. Das kenne ich. Ich habe sogar 2 Boxen, falls eine noch in der Spülmaschine ist. Manchmal nehme ich auch Reste vom Abendessen mit. Das passt gut in die große Box. Meine Tochter liebt ihre bunte Brotdose. Sie sucht sich morgens aus, was sie mitnehmen möchte. Oft will sie Gurken, Karotten und ein kleines Brot. Sie freut sich immer auf die Pause. Ich habe früher immer das Gleiche gegessen. Heute probiere ich öfter mal etwas Neues aus. Manchmal mache ich Wraps oder einen kleinen Salat. Das passt auch gut in die Lunchbox. Ich finde es schön, dass ich mein Essen selbst aussuchen kann. Wenn ich weiß, dass ich einen langen Tag habe, packe ich mehr ein. Für kurze Tage reicht ein kleiner Snack. Ich esse meistens in der Pause am Schreibtisch, aber manchmal gehe ich auch raus in den Park. Dann nehme ich meine Lunchbox mit und esse an der frischen Luft. Ich habe gemerkt, dass ich mit einer Lunchbox weniger Müll mache. Ich brauche keine Alufolie oder Plastiktüten mehr. Das ist auch gut für die Umwelt. Das stimmt. Ich benutze meine Box schon seit Jahren. Sie ist aus festem Plastik und hält viel aus. Es gibt aber auch Boxen aus Metall oder aus Bambus. Manchmal tausche ich mit Kollegen Ideen aus. Wir zeigen uns, was wir in der Box haben. So bekomme ich neue Ideen für Rezepte oder Snacks. Ich finde, eine Lunchbox macht den Alltag leichter. Ich weiß immer, dass ich etwas zu essen habe. Und ich kann mein Essen so machen, wie ich es gern mag. Für mich gehört die Lunchbox einfach dazu. Sie ist praktisch, spart Geld und ich kann jeden Tag etwas anderes mitnehmen. Ja, ich glaube, viele Menschen in Deutschland denken so. Es ist einfach, praktisch und macht das Leben ein bisschen leichter. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt etwas Neues gelernt. Schreibt gern einen Kommentar mit euren Lieblingswörtern aus dem Podcast. Vergesst nicht, uns ein Like zu geben, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Die Lunchbox. Meine Lunchbox ist heute voll mit Obst. Jeden Tag nehme ich meine Lunchbox mit zur Arbeit. Sparen. Ich möchte Geld sparen und bringe mein Essen mit. Mit einer Lunchbox kann man gut sparen.
Das Pausenbrot. Mein Pausenbrot ist mit Käse belegt. Kinder nehmen oft ein Pausenbrot mit in die Schule. Frisch, das Brot bleibt in der Box frisch. Frisches Obst schmeckt am besten. Die Pause. Ich esse mein Brot in der Pause. Nach der Pause fühle ich mich besser.